Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen. Meran und ich waren ein paar Wochen weg. Es war herrlich. Schön, hoffentlich sieht man immer noch ein bisschen die Sonne in mein Gesicht. Und die letzten fast 2 Monate bei uns in der Gemeinde, ich hatte schon den Eindruck, wir sollten uns beschäftigen mit der Bergpredigt. Und ich dachte heute Morgen, ich würde euch einen kleinen Überblick geben. Ich habe wochenlang über die Bergpredigt, im Grunde genommen, wir haben Zeile für Zeile das ganze Bergpredigt über mehrere Wochen studiert. Und ich habe einiges mitgebracht. Es heißt Revolution, die Bergpredigt, und das ist der volle Lehre, volle Thema, die wir studiert haben. So heute Morgen ist nur eine Anspornung von diesen großartigen, was kann man sagen, das ist wahrscheinlich das allerwichtigste, beste Lehre, die die Menschheit je gehört hatten. Aber es war auch eine Ankündigung für eine neue Zeit. Und wir wollen lernen, dass von unserer Sicht, das heißt, wir schauen zurück durch das Kreuz hindurch, um zu verstehen, was das mit uns zu tun hat, was das für uns bedeutet, weil alles in Gottes Wort hat eine Auswirkung, hat eine Bedeutung für jeder von uns. So lasst uns zusammen beten und dann steigen wir hinein und dann werde ich auch erklären, warum ich das Wort Revolution benutzt habe. Vater, wir danken dir für diese großartige Gemeinde, für die Liebe, die man hier erlebt, jedes Mal, wenn man ein- und ausgeht. Und wir danken dir, dass hier dein Wort hat den erste Priorität. Hier wird dein Wort verkündigt. Hier ist ein Ort, wo Menschen wirklich Hilfe von Gott empfangen können. Weil wir schauen nicht auf einen Mensch, wir schauen nicht auf eine Bewegung, wir schauen auf dich, Herr Jesus. Und wir wissen, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir das lebendige Wort in uns tragen können. Du hast uns den geschriebenes Wort geschenkt. Und so heute Morgen, durch dein Wort, durch dein geschriebenes Wort, mach es lebendig in uns, mach es Fleisch in uns. Lass es Gestalt nehmen in uns und durch uns. Und helfe uns, ein Segen zu sein für die Menschen um uns herum. Geist Gottes, wir haben es schon gesungen, aber wir meinen das vom Herzen, du bist Herr willkommen. Gib uns Licht, gib uns Einsicht, gib uns Verständnis, hilf uns zu wachsen in das, was wir sind, was wir haben, was Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Und wir geben dir im Voraus die Ehre und wir sagen dir Dank. Danke, himmlischer Vater, im Namen Jesu, für dein Wort und was wir hören dürfen an diesem Morgen. Amen. Revolution. Well, zuerst lass mich Revolution definieren. Eine Revolution ist eine völlige Änderung in den bisherigen Normen, Situation. Wenn eine Revolution kommt, es ist nicht eine kleine Veränderung, es ist eine radikale neue Ankündigung. Und die Bergpredigt ist im Grunde genommen eine Deklaration, dass das Neue ist bereit hier angekommen. Das hat alles angefangen mit dem Volk Israel, wegen einem Mann, der ein Freund Gottes genannt war, Abram, später Abraham. Und sein Nachkommen, aufgrund von seinem Vertrauen in Gott, haben Gottes Segen, aber auch Gottes Anweisungen bekommen. Und Gottes Anweisungen, was wir nennen das Gesetz, in den Psalmen, in den Propheten, in den Alten Bund, hat uns Menschen etwas gezeigt. Ohne Gottes Helfer, wir sind ziemlich hoffnungslos. Ohne Gottes Gnade, wir schaffen es nicht alleine. Und der Bezug oder die Beziehung von Menschen mit Gott in der damaligen Zeit war einen, der auf Leistung basierte. Wenn du aufrichtig vor Gott stehen möchtest, dann musst du alles richtig tun. Das Problem ist, wir sind nicht in unser menschliches Sein
Wir sind nicht fähig, immer alles perfekt zu tun. Und dann schaut man die Geschichte von Israel an. Now, warum sage ich das? Es gibt eine Regel, die jeder Student von Gottes Wort erkennen muss, wenn du deine Bibel studierst. Nicht nur liest, du musst lernen, deine Bibel zu studieren. Und es ist eine wichtige Regel, das habe ich vor langer Zeit gelernt. Und das bringe ich immer wieder auch in unsere Gemeinde, wo immer ich hingehe, wenn ich lehre. Ich ermutige jede Zuhörer, dass sie müssen einige Fragen stellen, wenn sie eine Passage studieren wollen. Zuerst, wer hat das gesagt? Zweitens, zu wem haben sie das gesagt? Und drittens, wann haben sie das gesagt? Weil alles, was du findest in Gottes Wort, ist wahrhaftig aufgeschrieben. Aber nicht alle Aussagen in Gottes Wort ist eine Aussage der Wahrheit. Oh, das ist für viele Leute ein heikles Thema. Die glauben, dass wenn ich etwas in der Bibel gefunden habe, dann ist es Gottes Wort. Yes, es ist in Gottes Wort. Und sicherlich ist es entweder passiert oder gesagt. Aber ist das eine Aussage oder etwas, was geschehen ist, was eine Auswirkung hat für mich heute unter dem neuen Bund? Sieh, Paulus hat zu einem jungen Pastor Timotheus gesagt, du musst dich Mühe geben, ein Arbeiter zu sein. Wir wollen dieses Wort nicht hören. Aber du musst lernen zu arbeiten in das Wort Gottes. Und du hast jemanden, der hilft. Und es ist nicht Pastor Peter alleine. Allermeist, du hast den Geist Gottes. Now, Gott gibt durch seinen Geist Gaben. Pastor Peter und Vivian, die sind Gaben, die Gott euch geschenkt hat, um mit euch hineinzugehen und zu entdecken, was Gott für uns getan hat in Christus. Sieh, wir tun das gemeinsam. Keiner von uns sitzt hier oder steht hier und behauptet, dass wir haben den großen Durchblick. Wenn sie das tun, dann rennen weg. Ich sage dir, wir sind alle am Lernen. Wir sind alle am Ausstrecken, damit wir ihn erkennen können, wie er wirklich ist. Sogar Paulus, nach all seiner Erfahrung, mit alles, was er erlebt hat, 3-mal im Himmel selber entrückt, Dinge gehört und gesehen, die es nicht erlaubt ist und nicht fähig ist, uns weiterzugeben, weil es gibt nichts zu beschreiben, was er gesehen und gehört hat. Er sagte, ich bin noch nicht vollkommen in dem Hinsicht, dass ich alles ergriffen habe. Aber ich jage das nach, wozu Gott mich ergriffen hat. Das ist das Wichtigste, dass du beginnst zu merken, Gott hat etwas in seinem Herzen gehabt für dein Leben, um aus deinem Leben etwas Besonderes zu machen für andere Menschen, als er dich ergriffen hat. So, du bist von Gott geliebt, weil Gott dich liebt. Aber Gott möchte durch dich eine Veränderung in dieser Welt machen. So, wir kommen zurück zu der Bergpredigt. Und man muss verstehen, das Volk Israel hat seit 400 Jahren kein frisches Wort vom Himmel gehört. Now wir, Christen, charismatischen, bibelliebenden Christen, wir wollen ein frisches Wort jeden Sonntag haben. Und wer der Pastor, wenn er etwas anderes predigt, als was wir schon uns gewünscht hatten. Kannst du dir vorstellen, 400 Jahren, seit der letzte Prophet, Malachi, einige glauben, das war ein Prophet, italienischer Prophet, Malachi, aber es war Malachi. Malachi war der letzte Prophet. Und zwischen ihm und Jesus, 400 Jahre, die haben nichts gehört. Und sie sind alle erzogen. Du musst verstehen, die Menschen, die ringsrum um Jesus sitzen, wir werden gleich sehen, die alle haben gesessen, inklusive Jesus. Die alle waren erzogen in der, was man nennt, der Tora, in den 5 Büchern Mose. Das war jeder Jude, jeder kleine Kind hat, den Jungen haben den 5 Bücher Mose studierte. Und dann haben sie die Mishnah,
Was war die Auslegung? Das heißt die Interpretation. Was meinte Gott? Und dann später, die kamen zu einem Alter, wo sie ein Bar Mitzvah feiern, wo sie in den Gemeindenleben hineingebracht sind und selber fähig für sich selber das Wort zu lesen und auch auszusprechen. So die waren alle geprägt von dieser Erziehung. Jesus redet zu Juden, aber er redet in einer Zeit, wo das alte Bund wird in kurzem zu Ende kommen. Und es wird eine Revolution, es wird ein Bruch sein. Es wird nicht eine Bandage auf eine Verletzung oder etwas, was nicht vollkommen ist. Es wird etwas völlig anders sein. Na, Gott hat sich nicht verändert, aber sein Bezug zu uns Menschen ist völlig anders wegen des Kreuzes. Und es war nicht nur für ein Volk, nicht nur für den Nachkommen Abrahams, es war für die ganze Menschheit. Du redest von einem absolut mind-blowing, was soll das jetzt heißen, Predigt? Ich habe schon ein paar von diesen Predigten gepredigt in unserer Gemeinde über die Jahre. Was soll das sein? Und dann Gott hilft uns, das auszusortieren. Und so war ein solcher Moment. Der Bergpredigt ist so gepackt mit Ermutigung für uns alle. Sieh, der ganze Bergpredigt, lass uns das anschauen. Wir werden nur einen kleinen Überblick gewinnen heute. Und ich möchte euch anspornen, selber hineinzutauchen, weil es gibt Sätze, wo du denkst, was? Ich schneide meine rechte Hand ab und lucke meine Augen aus und er nennt die Leute Schweine und Hunde und was soll das? Ja? Es hat alles eine Bedeutung. Und die haben es verstanden, obwohl ich bin sicher, ihre Gedanken waren schon am Ankurbeln und man hätte vielleicht Rauch gesehen, wie schwer die Leute gearbeitet haben, mitzuhalten mit seinen Aussagen. Aber es heißt hier, es ist Matthäus, Kapitel 5, Vers 1. Und als aber er den Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg, so wir wollen ganz biblisch sein, ich steige auf den Berg. Und er setzte sich. I'm just following Jesus. Traute seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sich und sprach. Und das Erste, was sie hören, ist schon Hammer. Es war kein netter, schönen, besänftigenden Art von Predigt. Es war Hammer. Er fängt an mit das, was wir nennen, der Seligpreisung. Und hör, was er sagte. Selig sind die geistlichen Armen. Du würdest denken, wait a minute, bis hier, wir sind erzogen mit Leisten, Perfektion. Und jetzt kommt diesen Mann und sagt, du bist selig, wenn du merkst, wie arm du bist im Geist. Warum? Weil dann kannst du beginnen, Hilfe zu holen. Sieh, solange dass wir glauben, dass wir alles im Griff haben, wir sind ziemlich hoffnungslos. Alles beginnt, wenn du selber merkst. Vielleicht einer oder den anderen sitzt hier heute Morgen und du bist hier hineingekommen, um zu sehen, was soll das Ganze bedeuten. Du bist unter Menschen, die nicht alles verstehen und alles wissen. Aber wir haben einen Gott, der alles versteht und weiß. Und er in seiner Liebe hat uns in seinem Wort Einblick erlaubt, in seine Weisheit zu kommen. Und das Erste, was er sagt, ist, du bist selig. Na, was ist selig? Selig klingt so kirchlich, so religiös. Das Wort bedeutet happy. Yes. Geblessed, Neudeutsch. You're happy. Du bist froh, wenn du merkst, dass du armselig bist, geistlich. Was war eine Revolution für diese Leute? Bis hier leisten. Und plötzlich kommt einer und sagt, hey, chill. Gott kennt euch. Du bist happy und glücklich, wenn du merkst, dass du am Ende bist. Wow. Dann geht er weiter. Es wird immer schlimmer. Selig oder happy sind die Trauenden.
Wie ist das möglich? Weil sie werden getröstet. Selig sind die Sanftmütigen. Ich dachte, ich muss stark sein. Ich muss nicht immer alles perfekt machen. Ich muss beweisen. Und hier kommt Jesus und sagt, nein, du bist blessed, wenn du belehrbar bist. Die Sanftmut heißt, dass du belehrbar bist. Du bist nicht steif, du bist nicht stur. Du bist offen, du bist bereit. Gott, lehre mich, hilf mir. Jesus sagte, du bist gebläst, du bist happy. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die werden gesättigt sein. Selig sind die Barmherzigen. Nicht die Besserwisser. Nicht diejenigen, die immer alle anderen richten. Sondern die Menschen, die merken, ich bin armselig selber. Ich brauche Helfer. Und es ist nicht mein Platz, jemand anderen zu richten. Und die sind erzogen in einem geistlichen Klima. Dieses Volk, diese Zuhörer, in einem geistigen Klima erzogen, wo es richtend, wo es Besserwisser gab, wo jeder weiß genau, oder dachten, dass die wussten. Und hier kommt einer und deklariert, eine Revolution ist jetzt im Gange. Selig sind die reines Herzens. Du könntest das Wort ehrlich. Wenn du das Wort ehrlich dort reinbringst, weil wir können sagen, ja rein, wer ist perfekt, wer ist in sich selber so vollkommen. No, ehrlich. Wenn du lernst, ehrlich mit dir selber zu sein, dann wird das Leben eine andere Dynamik gewinnen. Das heißt nicht Verdammnis. Sieh, Verdammnis ist, wenn du eine Wolke um dich herum hast und es gibt keinen Weg aus. Das ist vom Teufel. Das ist von der Feind. Das bringt uns in Verwirrung. Aber ein überzeugtes Herz, auch wenn du merkst, etwas nicht stimmt, wenn es von Gott kommt, es gibt immer einen Weg aus. Das ist, was man tun muss. Das nennt man Einsicht. Das ist Licht. Das ist, wozu Jesus kam. Er kam uns Licht zu geben, den Weg aus unserer eigenen, manchmal Fehlverhalten zu zeigen. So, wenn du einen offenen, ehrlichen Herzen hast, ein reines Herz, dann bist du gebläst. Selig sind die Friedfertigen, die bereit sind, immer Brücken zu bauen, Dinge vielleicht, was kaputt waren, zu reparieren. Und dann letztlich, er sagte, selig sind die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Es gibt manchmal einen Preis zu diesem Christsein. Wir wollen es manchmal nicht hören. Aber Jesus sagte, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das heißt, eine Identifikation mit ihm kostet, was es kosten wolle. Ich folge ihm nach. Ich gehe nicht zurück. Diese Seligpreisung in Sieg ist eine Ankündigung, etwas Neues ist angebracht. Etwas Neues hat begonnen. Gott kommt zu uns nicht mit einem Stab und sagt, ich werde euch strafen, wenn ihr nicht leisten. Er kommt zu uns mit einer Einladung, wenn du trauen, wenn du merkst, dass du arm bist, wenn du sanftmütig bist, wenn du Hunger hast, wenn du noch nicht gesättigt bist. Ich bin hier. In anderen Worten, Gott hat den Menschen gesagt, ich stehe zu euch. Das war völlig neu für die damalige Zeit, völlig revolutionär. Gott steht zu uns. Ja, aber der Rom hat unser Land in Besitz genommen. Ja, vergiss deine Umstände. Schau auf das Wort, was er uns gibt. Gott steht zu uns. Sieh, manchmal unsere natürliche Situation gibt uns das Gefühl, dass wir vergessen sind. Gott schaut uns nicht mehr an. Gott ist irgendwo beschäftigt mit etwas anderes. Und das ist eine Lüge. Manchmal die Umstände sind nicht angenehm. Manchmal die Umstände sind widersprüchlich zu das, was wir sehen in Gottes Wort. Aber Gott steht zu dir. In jeder Situation. Er ist immer da für dich. Und manchmal wir verstehen das nur, wenn es alles vorbei ist. Und wir können zurückschauen und sagen, oh, okay.
Und du wirst immer merken im Leben, eins geschieht, du wirst anders sein. Wenn du dein Herz immer offen für Gott hältst, du wirst anders sein. Und nur die Einleitung in der Bergpredigt ist für mich faszinierend. Revolution. Gott steht zu uns Menschen. Und dann beginnt Jesus, in den nächsten paar Sätzen etwas zu sagen, das ich unbedingt mit euch erwähnen möchte. Bis hier, und ich sage das, weil wir tun genau dasselbe. Es ist erstaunlich, wie die menschliche Natur hat sich nicht verändert. Die jüdische Volk hat immer versucht, das Gesetz zu interpretieren mit diesen Gedanken. Wie weit kann ich das Gesetz bringen, bevor es bricht? Wie weit kann ich gehen, bevor ich breche das Gesetz? Und jetzt kommt Jesus, er hat diese ganze Passage, wo er sagt, bis hier habt ihr gehört von den Alten, aber ich sage euch, und er kommt mit dem Geist des Gesetzes, den Absichten des Herzens, nicht den gesetzlichen Tun. Und wie oft sind wir in unserer Beziehung mit Gott genauso? Wie weit kann ich gehen? Darf ich in die Kino gehen, Pastor? Darf ich dieses Kleid oder dieses Hemd oder was weiß ich? Hey, hallo, du hast eine Bibel? Geh und frag Jesus. Wir sollten nicht auf der Suche sein, wie weit kann ich gehen, bevor ich das breche. Wir sollten merken, Gott, was hast du vor? Lerne mich, dass das Sinn von was du sagtest, dass ich das umsetzen kann. Und du wirst merken, in dieser ganzen Passage in Kapitel 5, wo Jesus das angeht, er geht immer auf den Absichten des Herzens und deine Gedanken. Und er redet schon über einige heikle Dinge. Nur was du anschaust, dann hast du schon deine Probleme begonnen. Und die haben bisher immer nur Leistung, solange dass ich habe nicht den 80 Schritte gemacht an der Sabbat, okay, ich habe 79 gemacht. Oder was immer es war. Und wie oft sind wir genauso? Und Gott möchte uns helfen, aus diesem Teufelskreis zu kommen. Du musst nicht lernen, wie weit kann ich gehen, bevor ich das breche. Nein, du musst einen Hunger entwickeln. Ich möchte verstehen, was du meinst, Gott. Weil wenn du etwas sagst, was für mich auch nicht leicht ist zu verstehen oder zu empfangen, es ist für mein Bestens. Das gibt eine Absicht, einen Sinn in deine Aussagen. Das möchte ich erkennen. Und Jesus bringt das Volk mit sich in dieser Passage, in dieser Situation, dass du hast immer gehört, aber ich sage euch, was in dein Herz im Gange ist, das ist wichtiger als allem. Deine Absichten in was du tust und was du sagst, was du überlegst, das ist wichtiger als alles. Weil ich habe eine Neuigkeit für dich. Gott sieht das. Nicht nur, was wir tun. Gott sieht, was wir überlegen hier und hier. Und er möchte uns helfen. Neue Gedanken, neue Überlegungen, neue Absichten. Er möchte uns helfen, weil wir sind immer konfrontiert mit entweder ein selbstsüchtiger Mensch zu sein, und das ist das natürliche Sein, die wir alle haben, oder werde ich ein gottzentrierter Mensch sein? Es gibt einen Unterschied. Ich gebe euch ein paar Unterschiede hier zwischen ein gottzentrierter und ein selbstsüchtiger Mann. Eine selbstsüchtige Person befriedigt die eigenen Bedürfnisse, definiert sich durch sich selbst und eigenen Ziele stehen im Vordergrund. Aber eine gottzentrierte Person richtet sich nach Gottes Plan und seinen Absichten aus. Wieso anders? Eine selbstzentrierte Person misst ihren Erfolg an Finanzen, Auszeichnungen und Reichtum, der zur Schau gestellt wird. Aber ein wahrer reicher Mensch, eine gottzentrierte Person, misst ihren Erfolg durch das, was innen anfängt. Den ewigen Plan Gottes, die innere Veränderung hin zum göttlichen Charakter und das innere Erfülltsein, indem sie den Plan und die Absicht Gottes tun. Das ist revolutionär. Das ist schon völlig anders, so zu leben.
Jesus hat dasselbe Gedanken in Kapitel 6, als er über Gebet redete. Er redete über Geben. Du kannst es lesen in Kapitel 6, Vers 1 fängt es an. Wenn du gibst, er hat das Almosen genannt, Gerechtigkeit. Er hat es Gerechtigkeit genannt. Und dann hat er es bezogen auf Almosen. Almosen ist, wenn wir etwas geben für den Armen. Auch vergesse nie, das gibt unterschiedliche Definitionen von Armen. Wisst ihr, wenn wir helfen in unseren Gemeinden, dass wir das Wort verkündigen können, wir attackieren das größte Armut, das die Menschen haben, geistliche Armut. Wenn wir die Möglichkeit haben zu verkündigen, heute Nachmittag auf den Straßen, wenn wir über Fernsehen, über den FaceTime, Facebook, Livestreaming, all das, ist alles kostet Geld, aber die Absicht ist, dass das Wort wird rausgehen, weil das ist der einzige Weg aus dieser Armut, ist die Reichtum von Gottes Wort. So, ja, wir haben eine Aufgabe, den Hungrigen zu speisen, den Menschen, die natürliche Essen noch nicht haben. Das ist auch unsere Verantwortung. Aber es gibt Menschen, die einen seelischen Hunger haben, eine seelische Armut haben, eine geistliche Armut haben, weil sie haben nie das Wort gehört. Und wir müssen merken, das ist unsere Aufgabe. So er sagte, wenn du und das ist Gerechtigkeit, das ist, was wahre Gerechtigkeit ist. Wenn du das auslebst, Gott sagt, that's right. Das ist Gerechtigkeit. Wenn du deine Gerechtigkeit ausübst und den Armen gibst. Was hat Jesus gesagt? Mach ein Schau daraus. Sieh, es war der damalige Brauch, dass die Leute, die viel Geld hatten, sogar ein Posaunenchor angemietet haben. In den Tempel hineingegangen mit Posaunen. Wie in der Oktoberfest nächste Woche. Und alle haben es gehört und alle haben gedacht, wow, ist das nicht ein gottesfürchtiger, wunderbarer, geberfreudiger Mensch. Und Gott, Jesus sagte, er hat nichts gegeben, außer was die Menschen gesehen haben. Na, Leute denken immer gesetzlich und sagen, dann darf ich nie in der Gemeinde jemand zeigen oder wenn ich das in der Kuvert stecke, meinen Namen draufschreibe. That's nicht, was er meinte. Er meinte deine Absicht in deinem Herzen. Tust das, was du tust, um gesehen zu werden. Na, ich weiß nicht, wie es ist in der Schweiz, aber bei uns in Deutschland, wir dürfen eine Spendenbescheinigung weitergeben. Ich zeige euch, wie diese Dinge kann Menschen einklemmen. Gottes Wort klemmt dich nie ein. Es setzt dich frei. Und es gibt Menschen, ich habe das erlebt, oh Pastor, ich gebe nie in ein Kuvert, ich sage nie, was ich gebe in der Gemeinde, weil das zwischen mir und Gott. Und ich verstehe, was Sie meinen. Sie wollen das Wort wirklich nehmen von der Bergpredigt, lasst Menschen nicht sehen. Ich denke, wait a minute, you're dumb. Das ist stupid, das ist nicht gut. Warum? Weil wir leben in einem Land, wenn wir etwas geben zu einem eingetragenen Verein, wir können das wieder absetzen und dann bekommst du Geld wieder zurück. Du musst ein guter Verwalter sein. Und wenn das Land uns dieses Vorrecht gibt, nutzt das aus. Dann hast du mehr. Ja, ich brauche das Geld nicht. Super, gibt es in der Gemeinde. Aber sonst schenkst du das an der Stadt umsonst. Nein, ich möchte biblisch sein. Nein, das ist... da ist, wo wir wieder den falschen Einsicht aus Gottes Wort nehmen. Er meinte, wenn du gibst, mach keinen Schau. Es ist zwischen dir und Gott. Und ja, irgendwann in der Verwaltung jemand merkt, und ich sage euch, seit 40 Jahren fast, ich habe dasselbe Hauptmitarbeiterin bei meiner Seite, Elisabeth. Wo würde ich sein ohne Elisabeth? Gott, help mich. Und Elisabeth, sie weiß, in the old days, heute kannst du das alles digital machen, aber in the old days, man musste jede Spendenbescheinigung unterschreiben. Die landen an meinen Schreibtisch gefaltet. Ich habe nie gewusst, für wem ich schreibe. Sie weiß genau, wenn jemand etwas, eine große Spende gibt in der Gemeinde, sagt John das nicht, wer es war. Sag ihm, dass es kam, das macht mich froh, Halleluja. Aber ich bin Mensch. Und ich möchte es nicht wissen, weil ich weiß es zwischen uns, Menschen und Gott. Aber ich schätze, dass die Leute nutzen, was sie nutzen können.
um guter Verwalter zu sein. Sieh, alles, was du liest in Gottes Wort, muss im Kontext von Gottes Wort sein. Es gibt andere Stellen, wo Jesus hat jemanden gescheltet, weil sie nicht gute Verwalter waren, weil sie das, was Gott ihnen gegeben hat, gegraben hat, weil die Angst hatten, sie würden etwas Falsches tun, haben nichts getan und Jesus hat das direkt angesprochen. So, wir müssen lernen, weise zu sein, den Geist von den Aussagen zu verstehen. Es ist selber mit Gebet. Heute ist Buß- und Bettag. Was ist unsere Einstellung im Gebet? Beten wir nur, dass anderen sehen, dass wir geistlich sind? Oder beten wir wirklich, weil wir wissen, Gott hört Gebete. Und Menschen brauchen Gebet. Unser Land braucht Gebet. Unsere Situation, unsere Stadt, unsere Gemeinde, unser Pastor, die brauchen Gebet. Und ich bin hier zu beten. Fasten ist auch einer. Oh, die haben einen großen Tamtam über Fasten damals gemacht. Es war normal in ihrer Synagogenleben, in ihrer Gemeinschaftsleben. Und Jesus sagte, das ist nicht Fasten, das ist eine Show. Wenn du fastest, die Leute sollten es nicht merken. Du solltest nicht traurig sein. Du solltest die Zeit nehmen, um dir nahe zu Gott zu kommen. Das ist der Sinn und Zweck vom Fasten. Nicht nur ein bisschen Gewicht zu verlieren. Das hilft uns alle ein bisschen. Aber der Sinn und Zweck vom Fasten ist, ein Stück näher zu Gott zu kommen. Mehr Zeit mit Gott zu haben. In Kapitel 6 ist etwas, was ich unbedingt auch anschauen wollen, bevor wir zum Abschluss kommen. Ich habe euch gesagt, nur einen kleinen Überblick von diesen wunderbaren 3 Kapiteln. Aber für mich eine der wichtigsten Aussagen, weil es öffnet die Tür für alles, was später kommt. Und ich nenne das Fokus. Auf was schaust du? Hör, was Jesus sagte. Das ist Kapitel 6, Vers 22. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, wird dein ganzen Leib hell sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzen Leib verfinstert sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Ja, wir müssen das in Rätseln, weil meine erste Frage ist, wie kann Licht Finsternis sein? Das begreife ich nicht. Bis ich merke, was das Wort Licht wirklich bedeutet. Licht, wenn du das siehst im Gottes Wort, redet nicht nur wie ein Scheinwerferlicht. Es hat zu tun mit Entwicklung, von Einsicht, vom Wachsen, vom Vorangehen. Und wenn dein Auge nicht, und der Schlachter hier benutzt das Wort einfältig. Na, das ist ein komisches Wort auf Deutsch. Wenn etwas einfältig ist, ist es ein bisschen simpel. Ist ein bisschen. Ich habe das Wort studiert. Und das Wort bedeutet auf Englisch ist es das Wort Single. Man könnte sagen, auf eins gerichtet. Aber das Wort in der griechischen Urtext bedeutet tatsächlich, 2 Dinge zusammenzufalten und das aus eins zu machen. Das ist ganz gezielt. Und wenn du beginnst zu merken, was er hier meinte, ist es begeisternd. Weil wir alle schauen in 2 Welten. Wir schauen mit unseren natürlichen Augen, aber du hast auch Augen des Herzens. Paulus redete über die Augen des Herzens, dass Gott unsere Augen des Herzens erleuchtet, hat er gesagt im Epheserbrief. Und so hier ist es erstaunlich, dass wir sind hier angefordert von Jesus, die 2 Welten anzuschauen, was ist im Natürlichen, was ist im Gottes Wort und die zusammenzubringen und zu sagen, okay, meine Situation sagt das, aber Gottes Verheißung sagt das. Und wenn mein Fokus auf das eine wichtiger, weil das Wort ist immer über den Natürlichen, weil das Wort ist Geist und das Geistliche hat alles Natürliche geschaffen. So das Geist hat mehr Bedeutung, mehr Gewicht aus dem Natürlichen. So ich nehme das Wort über meine natürliche Situation und an das halte ich fest. Und wenn dein Fokus so ist, wird alles in dir entwickeln, wird hell sein. Aber wenn dein Auge böse ist, na das ist ein Hammer.
Was ist böse? Ja, wir denken von bösen Taten, böse Worten, Fluchen und was weiß ich alles. Weißt du, was Gott sagt, böse ist? Es gibt diese Geschichte von den Spionen, die Mose ausgeschickt hatten. Und die haben was zurückgebracht? Ein böses Bericht. Warum war es böse? Die haben nur angeschaut, was da war im Natürlichen. Es war keine Lüge. Es war tatsächlich Mauern, es war tatsächlich große Armees und all das, diese Probleme, diese Herausforderungen waren da, aber die haben nicht für eine Sekunde Gottes Verheißung angeschaut. Und Gott sagte, wenn mein Volk ihr ganzes Leben misst bei nur, was die im Natürlichen sehen können, ist das für Gott böse. Manchmal wir sind ein böser Volk und merken wir das nicht. Wir können in die Gemeinde, wir können in den Gottesdienst kommen mit unserer Bibel und Halleluja, preis dem Herrn. Oh, Bruder, schön, dich wiederzusehen. Und die ganze Zeit, von Gottes Sicht, was wir überlegen, ist böse. Warum? Weil wir schränken Gott ein, wir schauen nur auf den einen, wir schauen nur auf den Natürlichen und wir lassen Gott außer Acht. Sein Wort spielt keine Rolle. Nein, wir müssen lernen, den natürlichen Realität, aber Gottes Realität zusammenzubringen und ein Fokus daraus zu machen. Nicht die natürlichen Herausforderungen zu verleugnen, das ist nicht Glaube, das ist Vermessenheit. Der Glaube schaut das Problem direkt an und sagt, aber, ich sehe das, aber, mein Gott sagte, sein Wort sagte, was Jesus am Kreuz getan hat, bedeutet für mich das und auf das schaue ich. Und dann wirst du vorankommen. Dann beginnst du Lichtentwicklung zu erleben. Aber lies das zu Ende, weil das ist ein Rätsel, wo er sagte, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist. Wie kann Licht Finsternis sein? Weil du nur den falschen Quelle hast. Du hast nur den Natürlichen betrachtet. Du hast nur deine Situation. Deine Wahrnehmung ist jetzt plötzlich Wahrheit geworden. Und wenn deine Wahrnehmung Wahrheit ist, was in dir ist nicht mehr Licht, es ist dunkel. Und es wird dunkler und dunkler und dunkler sein. Ist das nicht cool? Der Bergpredigt. Wir schließen ab. Das ist so viel da drin. Das nächste, was ihr anfängt zu besprechen, ist Sorgen. Das Allernächste, wenn wir Zeit hätten, wenn wir noch 2, 3, 4, 5 Stunden hätten. Das Nächste, was er anfängt, er redet über Fokus und dann sagt er, hör auf zu sorgen. Hör auf zu sorgen, das ist deine nächste Aussage. Sage nicht. Nimm den Sorge an. Nimm den Sorge nicht an, indem du sagst. So heißt es auf Englisch. Sobald du beginnst, das aus deinem Mund zu sprechen, du hast es gerade angenommen. Du kannst die Gedanken nicht stoppen, aber du kannst die Tür schließen und sagen, nein, das werde ich nicht in meinen Mund nehmen. Ich sehe die natürlichen Herausforderungen, aber mein Gott wird alle meine Nöte begegnen durch seine Reichtum und Herrlichkeit. In Christus Jesus. Halleluja. Fokus. So wirst du Sorgen und Ängste und Mangel überwinden. Jesus geht direkt zu dem Herzen. Und er endet alles in Kapitel 7. Wir schließen ab hier. Ja, ich wünschte mir, wir hätten Zeit, über den Schweinen und den Hunden zu reden. Und, ist alles auf den CDs, wenn das euch interessiert, wie du mit Menschen umgehen musst. Weil einige Menschen sind Hunde und einige Menschen sind Schweine. Und du musst den Unterschied wissen. Ja, aber ich bin ein netter Christ, ich muss Zeit für alle haben. Nein, Jesus hat dich vorgewarnt. Deine Perlen vor Schweinen. Dass du es nicht tun sollst. Ja, was bedeutet das? Ja, hol die CDs. Okay. Ist gemein, ha? Oh, ich brauche ein Gebet. Okay, wir schließen ab hier. In Kapitel 7. Wahrscheinlich das wichtigste Aussage. Ihr kennt das, aber ich lese es trotzdem. Am Ende in Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, unterstreicht das 5-mal, ist einen klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen
und die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der diese meine Worte hört und sie nie tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und an das Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Eine wichtige Bemerkung hier. Die Stürme kommen zu beiden. Diese falschen christlichen Gedanken, jetzt bin ich in Gottes Hand und jetzt bin ich geborgen in Gott und nichts mehr passieren kann. Sorry, that's not real life. Stürme werden kommen. Platzregen werden fallen. Der Wind wird wehen. Aber wenn du dein Leben auf das Wort baust, indem du nicht nur dich beschäftigst mit der Bibel, wir haben zu viel Beschäftigung mit der Bibel. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, die Bibel anzunehmen und auszuleben. Es ist völlig anders. Wir brauchen ein Volk, die bereit sind, Gott beim Wort zu nehmen und zu sagen, ich werde lernen, mein Fokus auf dein Wort, Jesus, zu lenken. Denn wenn die Stürme kommen, dein Haus wird nicht fallen. Und wenn du das nicht tust, das ist eine Vorwarnung. Es kommt zu uns alle. Wir sollten nicht überraschen. Von woher, wie oft habe ich das gesagt? Von woher kam das? Und es kommt immer in eine unangenehme Zeit. Es kommt nie, wo ich gut vorbereitet bin. Die Stürme kommen immer, wo ich denke, du denkst, jetzt kann ich ausruhen. Und boom, von woher kam das? So sind Stürme. Aber Jesus sagte, wenn du baust auf mein Wort, indem du nicht nur mein Wort hörst, nicht nur beschäftigen, nicht nur ein bisschen blättern in deiner Bibel, du musst beginnen, es zu tun. Gott, helf mir, das, was ich jetzt beginne zu sehen, umzusetzen. Das ist ein lebenslanges Projekt. Und wir machen es mehr und mehr, Tag für Tag. Wir lernen mehr und wir merken mehr und mehr, oh Gott, ich bin armselig ohne deine Gnade. Ich kann es nicht schaffen ohne deine Gnade. Und das ist alles, was Jesus uns sagen wollte. Gott steht zu uns. You are blessed. You are happy. Und er endet mit dieser Aussage. Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk. Sie waren nicht happy. Warum? Weil er hat gerade jetzt ein Bombe freigesetzt. Revolution, alles ist anders. Das Neuzeit hat anbegonnen. Sei bereit für einen neuen Bezug zu Gott. Das Alte ist vorbei, das Neue wird kommen. Die haben sich entsetzt. Und entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Er hat nicht einen schönen Predigt gehalten mit einem Gedicht in 3 Punkten. Er hat den Leuten nicht besänftigt. Er hat nicht gesagt, wenn du nur so weit gehst, dann wirst du das nicht brechen, aber wenn du noch weiter gehst, brechst du alles. No, Jesus sagte, du musst lernen, außerhalb dieser engen Leben zu kommen und zu merken, was ist der Geist, von was Gott uns sagen wollte. Mein Leben sollte erfüllt sein, mein Leben sollte begeisternd sein, mein Leben sollte eine Bedeutung haben. Und ich möchte das entdecken. Wenn du glaubst, Christ zu sein bedeutet Langweiler, du bist an dem falschen Ort. Es ist begeisternd, es ist herausfordernd. So zu leben, wie Jesus lebte, zu vergeben, gnädig zu sein, nicht richtend zu sein, Menschen zu helfen, die es nicht verdient haben. Ja, warum? Weil du hast es auch nicht verdient. Gott hat es trotzdem getan. Ich hoffe, ihr Lieben, dass heute Morgen dieses kurze Überblick wird euch als Anspornung sein, selber hineinzutauchen in das Reichtum von Gottes Wort, damit du diesen Fokus, das für mich ist so zentral, mittendrin, diese eine Aussage, lass deinen Augenlicht nicht einfältig, sondern single, gefokust sein. Auf das eine Entscheidende gerichtet. Nicht das andere
Ausblenden, das meine ich nicht. Du schaust es an, du bringst zwei, das ist, was es bedeutet. Bring zwei zusammen. Aber lass denn die Aussage Gottes den Oberhand gewinnen. Oh, Gott hat den Natürlichen geschaffen und er kann deine natürliche Situation verändern. Sollen wir beten? Vielleicht, wir können alle für einen Augenblick unsere Augen zumachen. Ich möchte euch segnen. Und ich möchte auch gleichzeitig sagen, wenn einer oder den anderen hier sitzt heute Morgen und was ich gesagt habe, hat dich angespornt, selber Jesus in deinem Leben zu haben. Das kann sein. Du bist hier hineingekommen und du hast bis hier noch nicht für dich selber eine Grundsatzentscheidung getroffen. Das ist der Beginn von allem. Gott sucht nicht jemanden, der bereit ist, eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Gott sucht Menschen, die ihr Herzen öffnen für ihn. Er sagte, ich bin derjenige, der an der Tür deines Herzens anklopft. Wenn du es hörst, und ich hoffe, dass du es gehört hast heute Morgen, was ich gesagt habe, war, Gott ist ausstreckend nach dir, weil er kennt dich, er weiß genau, was du brauchst. Jesus sagte, wenn du mein Anklopfen hörst und dein Herz öffnest, ich werde hineinkommen. Er wird dein Leben verändern. Du wirst nicht wieder dasselbe sein. Und für uns, die schon wissen, Jesus ist in meinem Leben, höre das und vergiss es nicht, Gott steht zu dir. Auch wenn du glaubst, dass du nicht ein Geistlicher bist, Gott steht zu dir. Und wenn du beginnst, das umzusetzen, ein bisschen von was wir gehört haben heute Morgen, Gott wird aus dir etwas Neues hervorbringen. Und du wirst wachsen in ihm. Er wird dir Licht geben. Gott steht zu dir. So, Vater, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke für jeden Mann, jede Frau, für alle, die hier sitzen heute Morgen, für die Teenager, für die Kinder. Ich danke dir, Vater, für deinen Segen auf diesen Teil von der Familie Gottes. Dass hier dein Wort reichlich wohnt, dass hier dein Wort wird reichlich verkündigt. Und hier wachsen wir gemeinsam, indem wir auf dich schauen, auf dein Wort schauen. Und wir nehmen es auf den Seiten, das gedruckte Seite, und wir nehmen das in unser Herzen und wir leben das aus, damit es ein lebendiges Wort ist für uns. Und Vater, ich bete für die einen oder den anderen, die vielleicht noch nicht bis hier diese Entscheidung getroffen. Danke, dass du ihr Herz berührt hast heute Morgen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen und fragen direkt, wenn das bezieht sich auf dich, wenn du sagst, Pastor, würdest du mit mir und für mich beten, weil ich habe Jesus nicht wirklich in meinem Leben eingeladen. Und das möchte ich tun heute Morgen. Ich werde gerne mit dir und für dich beten. Wenn das für dich Realität ist, heb deine Hand hoch, ganz kurz, weil ich möchte sehen, für wem ich bete. Ist der eine hier heute Morgen? Für dich? God bless you. Ist da noch jemand? Habe ich jemanden übersehen? Für die, die das gerade jetzt gesagt haben, ich möchte, dass wir alle, wo du sitzt, bete dieses Gebet mehr nach. Aber lass es zu deinem Gebet sein. Ich werde nur helfen, ich werde nur eine Einleitung geben. Sagen wir das gemeinsam. Sagt es mir nach. Lieber himmlischer Vater, so wie ich bin, ich komme zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meinen Schuld. Alles, was ich falsch getan habe. Und mach etwas Neues aus meinem Leben. Gib mir deinen Heiligen Geist. Und lass mich deinen Wille erkennen. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du mich annimmst in der Familie Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und ich deklariere, Jesus Christus ist mein Herr.
Amen. Schau mich ganz kurz an. Die dieses Gebet mit mir ernsthaft, ehrlich, reines Herzens gebetet haben, Gott hat gerade jetzt in diesem Augenblick ein Wunder gewirkt. Er ist in dein Leben gekommen, er hat dir ein neues Herz gegeben, der Geist Gottes jetzt wohnt in dir. Du wirst nie wieder alleine sein, du wirst nie wieder dasselbe sein. Mein Rat zu denjenigen, die mitgebetet haben heute Morgen, ist, erstens, lerne mit Gott zu reden. Das nennt man Gebet. Ganz einfach mit ihm zu reden. Lerne zu seinem Wort zu gehen. Und sei in einem Ort, wo sein Wort wird erklärt, wie heute Morgen. Hier ist eine vollkommene Situation. Hier kannst du kommen, hier kannst du Gott kennenlernen, hier kannst du Fragen stellen, hier kannst du mehr und mehr lernen. Was meinte Gott? Weil Gott möchte sein Herz mit dir teilen. Das ist das Schöne. Revolution. Es ist schon angebrochen. Amen.